Heute sehen wir uns ein Taschenuhr-Tourbillon an, das Sonjas Vater selber gebaut hat. Sonja Erhardt ist eine langjährige Freundin und Mitarbeiterin unseres Hauses und ihr Vater hat diese Uhr gebaut Mitte der 50er Jahre. Stimmt das? Nee. Das erste hat er 1980 gebaut und das... Wie das erste? Hat er mehr wie eins gebaut? Ja, mein Vater, Helfried Meyer, hat 5 Tourbillons in 6 Jahren gebaut. Er war, wann immer er konnte, in der Werkstatt. Er hatte in den ersten Jahren noch ein Ladengeschäft, war selbstständig. Da haben viele Mitglieder unserer Familie drin gearbeitet. Mein Bruder, meine Schwester auch, sowie auch mein Schwager und mein Onkel. Wir sind so eine richtige Uhrmacherfamilie. Uhrmacherfamilie. Wir hatten eine historische Uhrenwerkstatt, haben immer sehr viel angefertigt. Und in der Freizeit zu Hause, nach Feierabend, bis tief in die Nacht hat er für sich selber gerne Dinge gemacht, Uhren repariert. Klasse. Du hast uns heute nicht nur die Uhr mitgebracht, sondern auch ein paar Werkzeuge. Und wie du mir vorher gesagt hast, hast du das eine sogar selber angefertigt. Für jemanden, der in Taschenuhrenbau nicht ganz so bewandert ist, sieht das eher aus wie eine kleine Fliegenklatsche. Was ist das? Ja, es ist eine Anlasspfanne. Man benutzt es, um zum Beispiel Schrauben und Zeiger, das ist das häufigste und typischste, anzulassen, um es zu bläuen, damit es auch die richtige Stabilität und auch natürlich die Farbe bekommt. Und das hast du selber hergestellt? Alles, ja. Das ist, wir mussten, also meine Geschwister auch, erstmal Werkzeug anfertigen, bevor wir in eine Uhr durften. Weil mein Vater sagte, das selbstgemachte Werkzeug ist genauso, wie man es braucht. Es ist eh besser und man kann es auch reparieren und passend machen. Bevor wir uns jetzt die Uhr und die Mechanik mal genauer anschauen, was genau an der Uhr ist nicht selber produziert, sondern zugekauft? Ganz kurze Antwort. Die 2 Gläser und die Lagersteine. Alles andere ist von Hand hergestellt. Gehäuse, Krone, Schrauben, Spirale, Zifferblatt, alles. Tourbillon alleine ist schon was sehr, sehr Besonderes. Aber komplett von Hand hergestellt, jedes Einzelteil ist heute nicht mehr auf dem Markt zu finden. Kannst du uns ein bisschen was zu den technischen Details sagen, Sonja? Also von vorne sieht man natürlich die kleine Sekunde und das Auf- und Abwerk, wie weit die Uhr aufgezogen ist. Und ein massiv silbernes Zifferblatt. Die Indexe sind alle einzeln angefertigt. Die Passung für die Indexe wurde eingefräst, die sind quasi tiefer gelegt und von der Rückseite verstiftet, dass man sie abnehmen kann, wenn man das Zifferblatt mal auffrischen möchte. Wie hat er das Gehäuse hergestellt? Viel mit diesem Hammer. Er hat im Grunde genommen für den äußeren Rand einen Goldstreifen hergenommen und den getrieben. Schöne Treiberarbeit, so lange, bis das perfekt rund ist, dass er das in die Drehmaschine einspannen konnte und die Falz für die Deckel drehen konnte. Die Uhr hat eine Werksverglasung und ein Doppelfederhaus, wie ich sehe. Genau. Und das Federhaus greift auch ineinander, dass die Kraftkurve immer auf einem Niveau bleibt. Dort sehen wir das Drehgestell und den Unruhkloben, den er leicht skelettiert hat, damit man da eine schöne Sicht hat. Es sind auch nach Glashütter Tradition Goldchatons. Da sind die Rubine drin gefasst. Dreifach verschraubt. Dreifach verschraubt, ja. Und der Sonnenschliff, den er da gemacht hat, auch auf seiner alten Drehmaschine. Allein die kleinen Goldgewichte und die Bimetall-Unruh sind ein technischer Leckerbissen. Und der Käfig natürlich drumherum. Sonja, kannst du uns erklären, was ein Tourbillon überhaupt bedeutet? Wieso gibt es Tourbillons? Was ist es? Die Uhrmacher waren ja immer auf der Suche nach einer noch genaueren Uhr, dass man Fehlerquellen ausmerzt. Eine große Fehlerquelle ist die Unwucht. In der Unruhe, in der Spirale, in diesem ganzen Hemmungssystem, was ja
das Herz der Uhr ist. Ja. Und um diese Unwucht auszugleichen, die immer irgendwo da ist, hat man die gesamte Hemmung genommen. Unruh, Spirale, Anker, Ankerrad und hat das Ganze in einen Käfig gebaut, der möglichst leicht und filigran sein soll. Und das Ganze dreht sich in einer Minute einmal um sich selber und damit ist die Unwucht ausgeglichen. Der Grundaufbau dieser Taschenuhr ist nach einem Glashütter Vorbild gefertigt. Richtig? Richtig. Zu uns ins Geschäft kam Herr Friedrich Leutert, der einer dieser großen, besonderen Uhrmacher waren, die in der Glashütter Uhrmacherschule waren und dort Tourbillons gefertigt haben. Das war eine sensationelle, einmalige Ära. Und dieser Herr Leutert kam eben zu uns mit seinem Tourbillon und dadurch kam mein Vater auf die Idee, ich probiere das jetzt auch mal. Er fing mit dem Käfig an, hat dann eben die Kompensationsunruhe gemacht und dann kam er und hat uns das präsentiert, auch den Herrn Leutert, hat Kraft auf das Sekundentrieb gegeben und die Uhr schwingte, also das Drehgestell schwingte. Und da haben wir Schwingungsfest gefeiert. Ein Schwingungsfest. Ein Schwingungsfest. Also das ist sicher so das Beeindruckendste, was ich an Familienerbstück bisher gesehen habe. Es ist nicht nur unglaublich ästhetisch, vom Gehäuse und vom Zifferblatt gefertigt, sondern auch technisch verbessert und anspruchsvoll. Ja, die Uhr hat eine Gangabweichung von 2 Sekunden in der Woche. Vielen Dank, Sonja. Für alle Uhrentechnik-Nerds war das ein begeisternder Moment. Man versteht, dass Taschenuhren eine ganz eigene Faszination haben. Armbanduhren kann man tragen, ans Handgelenk geben, damit schwimmen gehen und so weiter. Und Taschenuhren, die bewundert man. Wir haben heute ein bisschen Bachmann und Scher History gezeigt. Vielen Dank, Sonja. Es war ein faszinierender Einblick in auch deine Familiengeschichte. Bitte abonniert unseren Kanal. Wir haben noch viele spannende Themen vor uns. Alles Gute und tschüss. Servus, bis bald.